Nachdem ich jetzt seit über 5 Jahren die Creative Suite 5.5 von Adobe nutze, habe ich mich jetzt mal doch entschieden, zur Creative Cloud abzugraden. Und warum und wieso ich das Ganze gemacht habe und was mein Eindruck jetzt so nach den ersten paar Wochen ist, das Ganze soll es hier mal in diesem Video geben. Tja, damit dann hallo und guten Abend YouTube zu diesem kleinen Behind-the-Scenes-Hintergrund-Update-Video, wenn man so sagen möchte. Und ja, wir fangen gleich direkt an. Warum habe ich jetzt zur Creative Cloud gewechselt? Letztendlich hier mit so einem kleinen YouTube-Kanal. Da ist man doch eigentlich auch mit der Creative Suite 5.5 noch recht lange eigentlich gut mit dabei. Und sicherlich auch mit vielen anderen Videobearbeitungssoftwaren und sicherlich auch Freeware und Open-Source-Software. Letztendlich bin ich aber an einen Punkt gekommen, wo ich dann doch mehr und mehr gemerkt habe, dass meine CS 5.5 mittlerweile doch schon relativ veraltet ist, nicht mehr wirklich geupdatet wird und ich tatsächlich auch an Limits gekommen bin, die sich so mit der Software nur sehr schwer umsetzen ließen. Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt beispielsweise zu Blender zurückwechseln sollte, um meine Videos zu bearbeiten. Aber da gab es dann zumindest damals auch so einiges, was mich dann doch gestört hat. Beispielsweise sind das Proxy-Files. Also ich kann keine normale Videowiedergabe flüssig im Blender machen. Zumindest ging das damals nicht. Und dementsprechend musste man dann Proxy-Files manuell erstellen. Und das ging dann auch nur in 3 Qualitätsstufen. Nein, stimmt gar nicht. 4 Qualitätsstufen, aber eben manuell. Und ich musste zwischen ein und her wechseln. Und wenn ich das dynamischer machen wollte, dann musste ich wirklich für jede Qualitätsstufe eine eigene Datei mit exportieren. Und das Ganze manuell ist nicht so wirklich so ein super genialer Workflow, sicherlich machbar, aber auch nicht ganz ideal. Was dann schon ein bisschen schwerwiegender war, ist der Punkt, dass man Videoexporte letztendlich nur auf einem einzelnen CPU-Kern machen konnte. Und das war dann schon ein bisschen nervig. Ich habe damals tatsächlich mein 8K-Video, was ich da oben nochmal verlinken kann, das habe ich tatsächlich in Blender bearbeitet und exportiert, weil es, glaube ich, auch so ziemlich mit eines der wenigen Tools war, mit denen ich das machen konnte. Und man kann sich dann entsprechend überlegen, dass das Exportieren von einem 8K-Video auf einem CPU-Kern dann doch schon relativ lange dauert. Klar, auf 8K möchte ich jetzt nicht umsteigen, aber ein bisschen mehr Leistung als ein CPU-Kern wäre doch tatsächlich schon mal nicht schlecht. Und ich mag einfach den insgesamten Workflow in der Adobe-Familie, weil da einfach die Integration zwischen den Produkten jetzt mittlerweile richtig gut geworden ist und man dadurch dann auch viel dynamischer und flexibler mitarbeiten kann. Mit freier Software hat man dann oft das Problem, dass die Integration nicht so wunderbar funktioniert und man dann viel über Umwege arbeiten müsste. Und all das habe ich letztendlich in der Adobe-Familie nicht. Das geht wirklich, dass ich in Premiere dann After Effects-Kompositionen drin haben kann, die sich dynamisch mit updaten, Photoshop-Dateien, die sich dynamisch mit updaten und so weiter und so fort. Das ist alles relativ angenehm letztendlich für die Arbeit, um auch wirklich schnell und effizient an sein Ziel zu kommen. Aber falls ihr Videos macht, lasst mich doch mal unten in den Kommentaren wissen, mit was für Software ihr so arbeitet und ob, wenn ihr die Creative Cloud nutzt, wie zufrieden ihr damit seid. Vielleicht gibt es ja auch was Neues oder Besseres, was ich mir mal tatsächlich mit angucken sollte. Wer weiß, schreibt uns mal einfach unten mit rein. Und jetzt nach ein paar Wochen Einarbeitungszeit und ich glaube 3 veröffentlichten Videos, die mit der Adobe Creative Cloud bearbeitet wurden, ist vielleicht mal an der Zeit, eine kurze Zwischenfazit zu ziehen, wo ich persönlich die Creative Cloud sehe und wie sie sich für mich darstellt. Letztendlich ergibt sich für mich ein relativ positives Bild. Premiere Pro zum Beispiel fühlt sich wesentlich schneller an in der gesamten Verarbeitung und im Abspielen von Videos. Es ist insgesamt relativ flüssiger. Ich habe jetzt auch dank einer neuen Softwareversion dann jede Menge mehr Möglichkeiten, ein Video zu exportieren. Das war zum Beispiel einer der Punkte, der bei der CS 5.5 mittlerweile dann relativ schwierig war. Wenn man da teilweise mal 4K Videomaterial exportieren wollte, kommt man da sehr schnell irgendwie an Frame-Größenlimitierung und so weiter und so fort. Kann durchaus umständlich werden, möglich, aber eben umständlich und dementsprechend ist das Ganze jetzt einfacher geworden. Ja, diese dynamische Integration zwischen den Softwarepaketen, die ich angesprochen hatte, die ist jetzt eben nochmal ein bisschen besser geworden. So gibt es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich eine After Effects Komposition wie gehabt in Premiere Pro importieren kann und dann in Premiere Pro immer noch den Text bearbeiten kann. Das heißt, ich habe dann eine Möglichkeit, entsprechend wirklich über Effekteigenschaften sozusagen in Premiere Pro meinen Text zu ändern, der dann entsprechend im Video geändert wird, ohne dass die After Effects Komposition da entsprechend für abgeändert werden müsste. Und so macht es das zum Beispiel relativ einfach, um Bauchbinden zu bearbeiten oder ähnliches, wo ich dann einfach wirklich nur dieselbe After Effects Komposition mehrfach verwenden kann und nur den Text abändern brauche. Ja, und das macht es dann relativ einfach, beispielsweise dieselbe After Effects Komposition einfach mehrfach zu verwenden, nur entsprechend mit anderen Texten. Insgesamt finde ich auch, dass die gesamte UI von der Creative Cloud insgesamt konsistenter geworden ist, weil zumindest bei der CS 5.5, da war es dann immer so, dass jedes Produkt noch so halbwegs sein eigenes Süppchen gekocht hat. Das hat man beispielsweise gesehen, wenn man, Premiere Pro verglichen hat mit Photoshop, dann sah das Ganze doch relativ unterschiedlich aus und jetzt merkt man einfach, dass es wirklich eine Produktfamilie ist.
Ein weiterer Vorteil für mich ist, dass ich jetzt nicht mehr eine gesamte Palette an Programmen auf meinem Rechner installieren muss, die ich dann am Ende vielleicht gar nicht nutze, sondern ich kann jetzt auch wirklich selektiv aus der Creative Cloud auswählen, welche Programme ich tatsächlich brauche und dann dementsprechend installieren möchte. Das ist schon sehr angenehm. Allerdings so ein paar kleine negative Punkte gibt es dann für mich tatsächlich doch noch. Ich bin immer noch kein wirklicher Freund von diesem Abo-Modell für Software, weil wenn ich das Abo tatsächlich beende, an irgendeinem Punkt, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich keinen Zugriff mehr oder keine Möglichkeit mehr, meine Dateien noch zu bearbeiten. Die sind dann fürs Erste tatsächlich wertlos geworden, bis ich mich dann entscheide, wieder ein entsprechendes Abo abzuschließen dafür. Zwar bekomme ich dadurch dann auch jährliche Updates, was sicherlich positiv ist, aber ich weiß im Vorfeld eben nicht, was tatsächlich in diesen Updates kommt, wie umfangreich die sind, welche Probleme sich damit ergeben und so weiter und so fort. Beispielsweise, wenn ich eine Kaufversion hätte von dieser Software, die jedes Jahr einmal rauskommt mit entsprechenden Neuerungen, da kann ich immer schon im Vorfeld schauen, lohnt sich diese neue Software für mich? Ist es mir wirklich wert, nochmal den vollen Preis zu bezahlen, um diese neuen Features zu bekommen? Und den Vorteil habe ich jetzt nicht mehr, ich muss einfach weiterhin den vollen Preis mitbezahlen. Auch ganz fehlerfrei ist die 2017er Version von der Creative Cloud noch nicht. Es gibt dann doch schon mal das ein oder andere Vorkommen, wo dann die Software einfach abstürzt, weil man irgendwelche komischen Buttonreihenfolgen gedrückt hat, die irgendwie der Programmierer nicht ganz vorgesehen hat und nicht abgefangen hat. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, kann man vielleicht noch drüber hinwegsehen und wird sicherlich auch mit einem Patch noch gefixt. Als Fazit würde ich sagen, dass ich relativ zufrieden damit bin, zumindest bisher, dass ich mir die Creative Cloud zugelegt habe. Und es wird sich dann jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten zeigen, wie gut das Ganze denn tatsächlich für mich ist. Aber kommt von der CS 5.5, ist es doch einiges, was ich jetzt an neuer Funktionalität letztendlich dazu gewonnen habe. Und dementsprechend ist das Ganze schon relativ angenehm für mich. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, welche neuen Videos aus der Creative Cloud hervorgezaubert werden, dann klickt da oben auf Abonnieren oder schaut hier unten links und rechts noch bei 2 weiteren Videos vorbei. Die sind dann vielleicht auch noch mit älterer Software bearbeitet worden, aber ja, und ansonsten, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.